Ich bin jetzt auf ca. 1000 Höhenmetern und im Hintergrund sehe ich, glaube ich, schon den Gotthardpass. Ich fahre jetzt noch gemütlich durch ein paar Dörfer und ich habe einen leichten Rückenwind, Bombenwetter und ja, mal gucken. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Aussicht von da oben und vielleicht schlage ich da mein Zelt auf, das weiß ich noch nicht. Ach, ich freue mich. Mega. Ich bin hier am Brienzer See und gestern in Brienz habe ich auch einen coolen Schlafplatz gefunden und zwar im Vorgarten vom René. Der ist auch Lehrer bei einer Holzbildhauereischule. Da habe ich auch heute eine private Besichtigung bekommen, natürlich mit Maske. Das war super interessant und ja, ansonsten war ich hier gestern im See schwimmen. Jetzt geht es Richtung Lauterbrunnen. Ich hoffe auch noch bei Sonnenschein, es soll später am Nachmittag regnen, aber so weit ist es nicht mehr. Ich denke mal, ich werde Glück haben. Ja, ich hatte hier eine echt super schöne Zeit. In Steffisburg habe ich den Pascal besucht, den ich ein Jahr vorher in Island getroffen hatte. Hier konnte ich nochmal Energie sammeln, um weiter nach Deutschland zu radeln. Vielen Dank! Ja, jetzt haben wir einen zeitlichen Sprung, denn ich war ja eben noch in der Schweiz, jetzt bin ich schon längst in Deutschland. Die Johanna, eine gute Freundin, hat mir nämlich einen Impftermin in Konstanz besorgt. Dann habe ich ein bisschen Gas gegeben, damit ich den noch rechtzeitig bekomme, den Termin. Und ja, dann war ich eine Woche in Konstanz, was super schön war. Und ja, jetzt gebe ich auch wieder Gas, um nach Hause zu kommen, damit ich ja, ein paar Tage schon vor der Hochzeit meiner Schwester wieder zu Hause bin und ein paar Sachen vorbereiten kann. Danach geht's ja nach Norwegen. Ja, momentan ist das Wetter gar nicht so toll. Mein Gimbal, also die Halterung für mein Handy, die ist auch hinüber. Da muss ich mal gucken, woran das liegt. Mein Mikrofon funktioniert auch nicht immer. Ich hoffe jetzt gerade bei dieser Aufnahme. Ja, deswegen es gab dann auch gar nicht so viel zu berichten. Bei dem schlechten Wetter kann man keine schönen Aufnahmen machen. Mache gerade so einen Mix zwischen Wildcampen und Campingplätze. Die sind ja nicht so teuer hier in Deutschland und ein paar schöne Wildzeltplätze findet man hier auch überall. Ja, ich bin gerade auf dem letzten Hügel, genau deswegen bin ich ja gerade stehen geblieben und mache die Aufnahme. Und dann fahre ich gleich zum Rhein und dann ist es ja eigentlich nur noch flach bis nach Hause. Was ziemlich cool ist.
Die Zeit zu Hause war so schön und die Hochzeit, die war wirklich ein Traum. Also meine Schwester, die sah so glücklich aus. Herrlich. Ja, das war auch überhaupt nicht seltsam, zu Hause zu sein. Ich habe mich eigentlich total gefreut, auch dass ich zur Hochzeit nach Hause komme. Das war auch immer geplant. Ich hätte, wer weiß, wo auf der Welt sein können. Total egal, für meine Schwester zur Hochzeit wäre ich nach Hause gekommen. Ja, deswegen, ich bin da zu Hause gewesen, habe mich nur gefreut und ja, ich glaube, das wird vielleicht ein bisschen seltsam, wenn ich nach Norwegen nach Hause komme und dann wieder ganz normalen Arbeitsalltag habe. Da bin ich mal gespannt, wie das dann so wird. Ja, die Fahrradfahrt durch Deutschland, die war recht zügig. Ich bin ja auch nur 6 Wochen pro Jahr in der Heimat krankenversichert. Und deswegen habe ich mich dann in Deutschland gar nicht so lange aufgehalten. Mein Gimbal, meine Handyhalterung funktioniert auch wieder. Dann habe ich noch 1, 2 Aufnahmen gemacht auf dem Weg in den Norden. Habe auch noch ein paar Freunde getroffen. War sehr, sehr schön. Und man hat auch gemerkt, dass in Deutschland so nach 2,5 Jahren so Fahrradwege technisch sich ein bisschen was getan hat. Dann kommt man natürlich nach Dänemark und denkt, oh, man könnte aber noch viel mehr tun. Da sind die Dänen echt weiter. Und das ist hier viel entspannter mit dem Fahrrad zu reisen. Es gibt viel mehr Fahrradwege, auch in den Städten. Das ist alles ordentlich, das macht mehr Sinn. In Deutschland habe ich echt ein paar Mal auf mein Navi schauen müssen, obwohl ich per Bluetooth über Sound mich navigieren lasse, aber das hat dann manchmal überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja, jetzt in Dänemark bin ich jetzt auch schon seit ein paar Tagen. Die Shelter, die es hier überall gibt, die sind sensationell. Die sind meistens kostenlos. Dafür gibt es auch eine App, Shelter heißt die, ganz einfach. Und die gibt es echt überall. Und hier bin ich auch gerade an einem Ort. Hier sieht man auch ein Lagerfeuer. Die gibt es aber auch. Da gibt es teilweise sogar Toiletten. Hinten gibt es auch ein Toilettenhäuschen. Ich war in einem, da gab es so ein kleines Solarhäuschen. Da konnte man seine Geräte aufladen. Es soll sogar welche geben mit Duschen. Die habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber ich bin da hinten, da ist das Meer. Da gehe ich jetzt gleich erstmal baden. Ja, die Shelter, die sehen ansonsten so aus, die haben meistens einen Bereich offen. Das ist die meiste Variante, aber es gibt auch welche, die lassen sich so mit Türen verschließen. Und ja, dann ist das noch so ein kleiner Schutz vor Mücken und man hat es dann morgens noch ein bisschen dunkler, das mag ich auch lieber. Ich habe hier jetzt zum Beispiel mein Zelt aufgebaut, da hier schon ein paar Mücken rumfliegen und da kann ich nachts nicht pennen. Ich habe halt keinen Schlafsack mit Moskitonetz. Ja, zum Schluss noch, morgen geht's mit der Fähre nach Norwegen. Ich habe meine Finanzen mal gecheckt. Ja, es gibt, wie sage ich das, 3 Monate Reis. Nee, so schlimm ist es jetzt nicht, aber ich muss doch jetzt die letzten 3 Monate oder weiß ich nicht, wie lange es jetzt noch sein wird, ja, doch ein bisschen noch sparsam sein. Norwegen ist jetzt auch nicht so das günstige Reiseland, ne? Aber ich freue mich schon. Also, das nächste Video wird dann wahrscheinlich in Norwegen sein. Macht's gut!